willkommen zu einem neuen Vlog. Wie ihr gesehen habt, es gab was zu ernten. Nicht nur Zucchinis die ganze Zeit. Noch können wir Zucchinis sehen. Ich glaube, das war jetzt jeden Tag, die letzte Woche, jeden Tag irgendwas mit Zucchini. Aber es schmeckt gut. Kann man machen, wenn es lecker schmeckt. Auf jeden Fall endlich mal was anderes. Was haben wir? Unter anderem diese türkischen Peperonis. Wie sagt man dazu? Peperonis sind auch so verschiedene Varianten. Die habe ich ihm gesagt, der soll die noch weiter dran lassen, weil die werden nämlich auch noch rot. Das sind ja so Spitzpaprika sollen es hier, glaube ich, sein. Und die anderen, die sind super lecker. So auch zum Frühstück so einfach mal ein bisschen anbraten oder in den Airfryer schmeißen. Voll lecker. Ja, also sehr schön. Was? Dann Kürbis. Der ist genau richtig für so eine kleine Kürbissuppe, würde ich sagen. Kartoffeln. Die sind aber süß klein. Da muss ich mal gucken. Die würde ich einfach so, die kleinen, vielleicht so einfach mal so ein bisschen vorkochen und dann so ein bisschen in der Pfanne braten mit ein bisschen. Oh, ich liebe das ja, ne? Das macht mich so happy, wenn so Sachen aus dem Garten kommen, weil dann überlege ich und experimentiere, was kann ich daraus machen. Ich liebe es. Ich hoffe, es gibt noch mehr verschiedene Sachen. Aber ja, die kleinen finde ich süß. Die würde ich vorkochen und dann so in der Pfanne oder so in einem Backofen mit so ein bisschen Gemüse, Champignons. Die Tomaten fehlen. Aber ich meinte irgendwie, da waren die ersten 2, 3 roten Tomaten. Weil vor allem auch das einfach mit Tomate und Zwiebeln in der Pfanne gebraten und dann so ein bisschen Ei rein. Love it. Sehr lecker. Dann ein paar Brombeeren. Da haben wir auch richtig fette Sträucher. Ich hoffe, die sind ohne Würmer. Er hat ja diese gelben so eine Plaketten drauf gemacht. Damit die Fliegen keine so Eier legen oder so, weil sonst waren dann immer in den Brombeeren, ja, ist halt Natur, ne, so eine kleinen Würmer. Das ist dann einfach so mit dem Gedanken, dass man weiß, da sind jetzt so diese kleinen Würmer drin, will man dann nicht so essen. Deswegen, ja, ich hoffe mal, da sind keine drin. Müsste ich nochmal nachgucken. Die riskieren wir jetzt wieder. Wenn jetzt welche drin sind, ein bisschen mehr Proteine. Da gucken wir mal. Oh, die sind aber sehr lecker. Da könnte man auch leckere Konfitüre draus machen. Ja, und wie immer, Lot of Zucchini. Die wächst so schnell, dass die ist viel zu groß. Also es macht nichts. Ich benutze die ganze Zeit, auch wenn die so groß ist. Aber klein ist natürlich ein bisschen besser, aromatischer. Deswegen gibt es jetzt wieder was mit Zucchini. Gut, dass ich mein Helferchen habe, und zwar den Cookit von Bosch. Der erleichtert mir nicht nur beim Kochen die Arbeit, übernimmt sehr viel und erleichtert mir ein bisschen meine Arbeit und viel Zeit, sondern das Gute ist auch, vor allem eben, wenn ich nicht weiß, was soll ich heute kochen, gehe ich einfach mal in die App rein und schaue mir mal, was gibt es denn so für Rezepte. Diese sind nämlich kostenlos beim Cookit dabei. Da könnt ihr wirklich von tausenden Rezepten auswählen. Und dann gucken wir mal, was wir hier so haben mit Zucchini. Ich dachte mir, als erstes machen wir was Süßes. Und zwar ein Schoko-Zucchini-Brot oder Kuchen. Ist ja eigentlich eher so ein Kuchen. Aber ne, man kennt ja Bananenbrot und das ist dann halt ein Zucchini-Brot in dem Sinne. Und ich schaue mir mal die Zutaten an. Das Gute ist, ich kann mir hier so ein bisschen die Portionsgröße auch ändern. Das machen wir für 15 Stück, 20 Stück, 25 Stück. Ja, das ist immer so praktisch, dass man hier alles schon direkt sehen kann. Auch zum Beispiel Kalorien und so weiter sind hier schon mit berechnen und dann die einzelnen Schritte. Das Gute ist auch, finde ich gerade eben bei Bosch Cookit, ist es so, weil ich dann auch mal so Rezepte ausprobiere, die ich sonst gar nicht so kenne. Das ist halt richtig praktisch. Zum Beispiel ist das jetzt hier so ein, ich habe auch letztens Zucchini-Kartoffelauflauf gemacht, aber das ist jetzt so ein griechischer Zucchini-Kartoffelauflauf. Bureki heißt der. Und zwar ist er auch mit Kartoffeln und Zucchini, aber dann ist da noch frische Minze und Ricotta und Feta-Käse. Da bin ich mal gespannt. Weil zum Beispiel so mit Ricotta habe ich auch noch nichts gemacht. Fand ich interessant. Deswegen probieren wir das auf jeden Fall aus. Damit wir auch alle satt werden. Ein Eintopf mit Tomate und Zucchini. Das ist doch auch gut. Dann denke ich, haben wir heute viel Zucchini wieder verbraucht. Und das Coole ist mit der App, ich kann direkt das Rezept vom Handy aus starten und an den Cookit übertragen. Und das machen wir jetzt. Wir starten mit dem Schoko-Zucchini-Brot. Ich habe mir schon mal alle Zutaten zurechtgelegt. Ist ein sehr schönes Rezept. Vor allem, weil das kein Mehl hat, also sozusagen glutenfrei ist. Denn es besteht nur aus gemahlenen Mandeln. Und dann kommt der Apfelmus rein, Eier, die Zucchini. Dann war da Birkenzucker. Ich habe jetzt keinen Birkenzucker. Ich habe jetzt meinen normalen Rohrzucker. Und Honig stand da.
Aber ich mache jetzt Ahornsirup. Das finde ich immer so gut. Man hat zwar so die Wahl, Rezept, aber man kann halt auch trotzdem immer variieren, wie man möchte. Deswegen, ich schaue mal, ich nehme jetzt hier Ahornsirup und gucke mal, ob ich wirklich die Menge an Zucker brauche. So, der hat mir gesagt, ich soll den Backofen vorheizen. Habe ich jetzt gemacht und die Kastenform einfetten. Weiter, nächster Schritt ist die Reibe einsetzen und die Zucchini reiben. Hier beim Cook-It von Bosch habt ihr den Vorteil, ihr habt halt ein riesengroßes Set. Ja, also ihr habt so viele Teile dabei, die ganzen Reiben und Aufsätze, die sind schon mit dabei. Die müsst ihr nicht extra kaufen. Sogar ein Kochbuch ist mit dabei. Übrigens sind hier in Berlin jetzt Sommerferien. Die haben letzte Woche, Mittwoch war Zeugnisausgabe. Letzter Schultag. Ja, also mitten in den Ferien. Falls ihr euch fragt, was wir so geplant haben. Also leider dieses Jahr mal wieder kein geplanter gemeinsamer Urlaub. Ihr könnt ja mal wieder gerne schreiben, falls ihr Ideen habt, was man alles so mit den Kids so in Berlin machen kann. Aber ja, gemeinsam nicht, aber ich schicke die Kinder wieder für eine Woche ins Ferienlager. Das ist ungefähr zu Ende der Ferien. Und dann fahre ich mit Hikmet wieder alleine weg für 5 Tage. Super praktisch, finde ich, mit dem Cook-It ist, dass man eben Schritt für Schritt angeleitet wird, so dass auch wirklich die Kids das nutzen können und sich hier Rezepte aussuchen und selber auch was backen können. Steht zwar nicht im Rezept, aber ich habe jetzt noch ein paar grobe Zartbitter-Schokostücke. Die mache ich oben drauf. Schaut mal, wie schön und gleichmäßig der die Minze hier klein gehackt hat. Kuchen ist fertig. Der sieht richtig gut aus. Und der Bureki-Auflauf kann direkt in den Ofen. Ich bin richtig gespannt, wie das schmeckt, weil so habe ich das nämlich noch nicht gemacht. Und seht ihr, das finde ich immer so toll, wenn man die Möglichkeit hat, einfach neue Rezepte auszuprobieren. So mit dieser Zwischenschicht. Das ist wirklich, deswegen heißt es wahrscheinlich Bureki, weil es ein bisschen wie so ein Börek ist, ne? So geschichtet. Ist statt Teig, ne? Und dazwischen halt die Käse, ne? Das ist ja Feta-Käse und Ricotta-Füllung. Haben wir halt eben Kartoffeln und Zucchini. Bin ich sehr gespannt. Jetzt ab damit in den Ofen. Jetzt geht es weiter mit dem nächsten Gericht. Und zwar machen wir jetzt noch einen Eintopf. Und zwar, was war das? Zucchini-Tomaten-Eintopf. Und dann haben wir richtig viel Zucchinis verbraucht. Hier, ich habe nur noch 2 große. Ja, Tofu schnüffelt jetzt.
Jetzt machen wir noch den Eintopf. Den Vorteil hier beim Bosch Cookit ist natürlich, der hat einen schönen, riesengroßen Topf und zwar ganze 3 Liter und ich kann den sogar noch mal bis oben hin füllen. Also das reicht auf jeden Fall für uns alle. Das ist super praktisch. Ihr habt hier eine Motorleistung von 1500 Watt und Anbraten bis zu 200 Grad. Ihr habt ja auch vor allem eben alles in einem. Ihr braucht nicht noch mal extra eine Küchenmaschine, die euch alles zerkleinert. Ihr braucht keinen Mixer und ihr habt auch noch eben einen direkten Kochtopf, der kocht und gleichzeitig rührt und ihr hier einfach kein Auge drauf haben müsst. Ihr kriegt sogar per Handy dann eben eine Nachricht, wenn es fertig ist oder ihr den nächsten Schritt machen müsst. Auch ist alles Spülmaschinen geeignet. Alle Teile und Topf können die Spülmaschine, außer natürlich das große untere Teil. Das muss man eher nur abwischen. Ihr habt hier 27 Automatikprogramme, ob ihr jetzt hier Teig kneten tut, eben zerkleinern, pürieren, kochen, scharfes Anbraten, Dampfgaren, schmoren, fermentieren, warm halten oder aufwärmen wollt. Das alles könnt ihr hier drin machen. Der ist noch warm, drin ist so feucht, das schmeckt gerade wie so ein Lava-Cake. Oh Gott. Ich glaube, ich werde auch in andere Kuchenrezepte die Zucchini reinhauen. Weil glaubt mir, die macht das Ganze einfach nochmal so richtig saftig. Hier, ich muss keine Zwiebel schneiden, ich kann Kuchen essen. Jetzt kommt der 3D-Rühraufsatz rein und damit bratet er einfach das Ganze richtig schön und rührt. Ihr habt ja einfach hier eine große Fläche, was eben super ist zum scharf anbraten. So, was ich jetzt noch mache, und das finde ich immer so toll, wenn man einfach, ja, so frei nach Schnauze kochen kann. So, man kann sich inspirieren von so einem Rezept, weil so habe ich das zum Beispiel noch nie gemacht. So einfach so Zucchini mit Tomaten, Zwiebel, Knoblauch als Eintopf. Ich möchte es aber noch so ein bisschen deftiger, nahrhafter haben. Deswegen dachte ich, mache noch ein bisschen Bulgur rein. Oder diese Orizo, sagt man das so? Orizo, ich nenne sie immer Reisnudeln, weil die Nudeln wie Reis vom Aussehen. Das würde sehr gut dazu passen. Oder Bulgur. Was soll ich machen? Bulgur oder diese Orizo-Nudeln? Orizo. Soll ich davon reinmachen? Oder Bulgur? Okay, dann nehmen wir ein paar Nudeln. Ich würde sagen, so, das reicht. So ein bisschen als Einlage. Und das darf jetzt vor sich hin kücheln. Spülmaschine läuft. Bureki ist gleich fertig. Kuchen ready. Alles ready. Ihr kriegt bei mir nur Zucchini-Content jetzt. Aber langsam kommen ja noch andere Sachen jetzt dazu, ne? Und hier sind sogar noch Zucchini-Puffer von gestern übrig. Die gibt es auch noch dazu. Aber ich mag das sogar, wenn die so kalt sind. Ich finde die auch sehr gut so als Snack. So, wenn die auch abgekühlt sind. Noch kann jeder Zucchini sehen. Mal gucken, wie lange. Noch eine Woche und dann sagen die, wir wollen kein Zucchini mehr sehen. Fleisch. Fleisch. Ja. Heute vegetarisch, morgen gibt es Fleisch. Aber man kann auch Zucchini mit Fleisch machen. So ist es ja nicht. Wir können ja morgen gefüllte Zucchini mit Hackfleisch machen. Ha? Ich habe noch so kleine Zucchinis. Hikmet hat von seinem Freund aus seinem Garten diese kleinen Zucchinis mitgebracht. Ich weiß nicht, wie die heißen. Aber die sind perfekt zum Füllen. Die mache ich dann morgen mit Hackfleischfüllung. Übrigens, morgen geht es für mich zum Arzt. Zum Glück habe ich schnell einen Termin bekommen. Mein Ellbogen, ne, mein Tennisarm, wie der sich so schön nennt, der wird immer schlimmer. Statt besser, obwohl ich wirklich darauf geachtet habe beim Sport und so weiter, tut es immer mehr weh. Auch wenn ich schon gar nichts mehr mache, ist das schon so ein dauerhafter Schmerz. Es nervt. Und dann gucken, was die morgen sagen, was die machen. Ich hoffe, die können mir helfen, weil bis jetzt habe ich halt immer nur diese Bandage die ganze Zeit benutzt. Und dann, die Mädchen wollten ein bisschen shoppen gehen. Ich weiß nicht, ob wir das morgen noch schaffen. Sonst bestelle ich es so mal online. Aber wenn die Kinder dann auch zu Hause sind, dann wollen die auch so shoppen gehen, ne? Auch mal schlendern. Das sieht doch lecker aus.
Ein bisschen was ist noch vom Eintopf übrig geblieben. Hat auch richtig gut geschmeckt. Also hat den Kindern richtig gut gefallen. Soll ich auf jeden Fall wiederholen, haben sie gesagt. Also, seht ihr, wieder ein neues Rezept, was ich mit Zucchini verfüttern kann. Bureki war auch interessant. Es hat wirklich so ein bisschen was vom Börek gehabt. Also auf jeden Fall diese Füllung. Und jetzt der Nachtisch. Das ist definitiv Highlight, dieser Zucchini-Kuchen. Der wird wahrscheinlich morgen, übermorgen direkt nochmal neu gemacht. Dazu noch ein bisschen Eis. Dann mache ich gleich hier noch umfüllen, der Rest, was da übrig geblieben ist. Und dann starte ich das Reinigungsprogramm und mache eventuell noch ein bisschen Popcorn. Und dann gucken wir noch gemeinsam einen Film. Jetzt sind ja Ferien, das heißt gemeinsam gibt es meistens jetzt jeden Abend einen Kinoabend. Und dann geht es morgen weiter. Ich verlinke euch den Cookit von Bosch unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr ihn und auch noch weitere Informationen. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Und ich verabschiede mich für heute und wir sehen uns morgen wieder. Also, meine Lieben, ich war gerade beim Arzt. Das ist jedes Mal. Deswegen glaubt mir, ich habe keinen Bock, zum Arzt zu gehen. ChatGPT macht sowieso schon die beste Diagnose. Bitte, nee, ich mache jetzt Spaß so, ne, mit ChatGPT. Geht zum Arzt, ja. Verlasst euch nicht auf seine Diagnose, aber bei solchen Sachen war seine Diagnose besser als die jetzt hier beim Arzt. Das ist so... Ich sag, es ist jedes Mal das Gleiche. Ich komme rein, was fragen die als erstes? Brauchen Sie eine Krankschreibung? Ich so, nee, brauche ich nicht. Dann sagt er, was haben Sie? Ich sage, ja, ich sage extra auch noch nicht so. Ich habe Tennis, ich denke, ich vermute, damit er selber halt auch nochmal mich untersucht und die Diagnose gibt. Ich sage, ich vermute, es ist Tennisarm und so weiter. Ich habe wahrscheinlich beim Short was falsch gemacht, bla bla. Ich sollte halt einmal nur so meinen Arm rausstrecken und er hat so dagegen gehalten und gerückt, meinte, tut das weh. Ich meinte, ja, das tut weh. Das ist halt die Übung, die Bewegung, die ja eben weh tut. Ja, da kann man halt nichts machen, ne? Das ist halt, wir müssen komplett den Arm entlasten. Ich so, ja, ich achte schon drauf, was ich mache. So, ja, einfach gar nicht. Ich sag, ja, ist halt ein bisschen doof, weil es halt rechts und rechts, ich benutze ja halt trotzdem meinen Arm im Alltag. Ja, meinte, das ist ja genau das Problem. Gar nichts machen. Dann gucke ich ihn so an. Ja, okay. Es ist leichter gesagt als getan. Dann meinte ich, habe schon eine Bandage. Er meinte, okay, gut. Und dann sagte er, ja, kann man jetzt Physio und Medikamente. Ich so, was für Medikament? Ja, ein Medikament. So, also der sagt mir nicht mal so, erklärt mir nicht mal was, weil ich bin so bei Medikamente. Ich weiß nicht, ich habe jetzt hier, was ist denn das? Ich war jetzt auch direkt in der Apotheke. Diclo 75, zweimal täglich soll ich das einnehmen. Ist irgendwie wahrscheinlich gegen, also gegen die Entzündung und gegen die Schmerzen. Ich muss noch mal lesen. Ich bin ja so wirklich Medikamente, die will ich wirklich nur im äußersten, schlimmsten Fall einnehmen. Nicht einfach so. Ja, weil, und jetzt halt Arm halt gar nicht bewegen. Ja, wie willst du den nicht bewegen? Weil er sagt, da ist halt eine Entzündung. Ich sage, ja, ich mache so ein bisschen Physiotherapie, so ein paar selber so. Nee, auch das nicht machen. Ich so, wie? Aber nein, gar nichts machen. Jetzt fahre ich los. Wir treffen uns jetzt mit dem Mädchen im Einkaufscenter. Die fahren parallel jetzt los. Und dann gucken wir mal. Die wollen ein bisschen shoppen. Mal schauen, was wir Schönes ergattern für die. Habe ich euch erwischt? Miriam hat sich noch nachträglich ihr Geburtstagsgeschenk geholt. Esmas Armband. Esmas Armband war kaputt. Das war ja, war es von deinem Geburtstag oder von was war das? Ja, das war von ihrem Geburtstag. Ja, es war kaputt gegangen, haben wir jetzt hier, ne? Umgetauscht. Ich hatte Miriam hat zum Geburtstag eine Schildkröte. Und das hier. Und dieses Perlending. Wow. Du bist ja auch so eine Schildkröte. Ja. Outfit. 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 Der Vanillachs. Audible. Sieh mir, wenn du hörst. Gestern ist es natürlich spät geworden. Wir haben noch spontan entschieden, ins Kino zu gehen. Haben geguckt, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Das ist ja der Remake von dem alten Film. Wann war der denn? Keine Ahnung. Aber ja, war okay. War jetzt nicht so Dings. Kids fanden es ganz gut. Aber ja, ich bin sehr kritisch, was Filme angeht. Deswegen war okay. Muss nicht sein. Also dafür ins Kino zu gehen,
muss nicht. Aber wir wollten unbedingt ins Kino gehen und irgendwie nichts anderes lief. Wir warten ja noch auf den letzten Teil von Conjuring. Der kommt aber erst im September. Da wollen wir, ne? Die Kids so, die freuen sich so, seit die 16 sind, weil die dann auch ins Kino kommen, in Gruselfilme rein. Sonst können die ja das mal nicht gucken im Kino. Aber ja, können sie ja. Auf jeden Fall, ja, haben wir ein bisschen geshoppt. Ja, bisschen, ne? Bisschen und dann ist viel Geld weg an dem Tag, obwohl wir eigentlich gar nicht so viel eingekauft haben. Ja, war jetzt auch nichts so Besonderes dabei. Die Mädels haben halt ein paar Sachen, die haben sich noch ein paar Sommersachen geholt, so ein paar luftige Leinhosen, Blusen, das war dann noch so ein luftiger Rock und dann eigentlich auch noch so Essential-Sachen, was die auch so brauchen, noch für die Reise und so. Ja, da ist dann immer viel Krimskrams auch dabei, weil jetzt nicht so interessant ist, das euch jetzt hier ein Haul jetzt zu machen. Dann haben wir lecker gegessen und waren eben im Kino und dann spät nach Hause gekommen. Auf jeden Fall. Ihr wisst ja, der Arzt, ne? Ich habe dann noch da, weil wir draußen gegessen haben, in der Apotheke meinte sie, ich soll die Tabletten 2-mal am Tag nehmen zum Essen. Deswegen habe ich da dann eine genommen. Und dann zu Hause habe ich den Beipackzettel aufgemacht und gelesen. Ich weiß, es ist bei allen Tabletten so, wenn man diesen Beipackzettel liest. Aber das kann doch nicht sein, wenn ich da drin lese, am häufigsten. Das am häufigsten bedeutet eine Person von 10. Und direkt Magengeschwüre, Magendurchbrüche, Magenblutung mit teilweise Todesfolge. Und das direkt bei häufig. Sowas kann ich doch nicht nehmen. Vielleicht hatte ja einer von euch auch mal einen Tennisarm. Sagt mir, was hilft? Ja klar, wie der Arzt sagt, am besten den Arm gar nicht benutzen, damit es halt heilen kann. Er meinte, es soll, als wenn der Arm gebrochen wäre, den behandeln. Ja, aber wie soll das gehen? Wenn er gebrochen wäre im Gips, dann kann ich ihn ja nicht benutzen. So, ich muss benutzen, vor allem ist es ja mein rechter Arm. Ich versuche ja hier nichts zu tragen, aber es sind ja normale Sachen, ne? An dem Handy anheben und Tasse und so, merkt man halt. Vielleicht hat ja einer das von euch. Ich werde jetzt mal schauen bei mir in der Nähe, wo Physio ist. Dann melde ich mich noch bei der Physiotherapie an. Mal gucken, ob das was bringt. Ansonsten trage ich weiter hier. Meine Bandage habe ich ja und dann gucken wir mal. Aber vielleicht habt ihr ja noch Tipps. Ich versuche jetzt mein Schwarzkümmelöl wieder regelmäßiger einzunehmen. Das nehme ich schon oft ein, aber ich achte jetzt mal nochmal drauf, wirklich täglich. Vielleicht sogar 2-mal am Tag am besten. Weil das Schwarzkümmelöl ist ja auch so ein bisschen entzündungshemmend, sagt man. Aber vielleicht kennt ihr noch natürliche Dinge, die helfen. Ich meine, Knoblauch essen wir ja auch viel. Knoblauch ist ja auch so antientzündlich, glaube ich. Oder war das eher antibiotika-mäßig? Ja, auf jeden Fall. Wer so ein bisschen vielleicht in der Naturkunde unterwegs ist, statt sowas. Das ist halt wirklich so, eine Medikamente ist halt einfach so. Du nimmst ein Medikament, das irgendwie ein anderes Problem lösen soll, aber dafür macht es andere Probleme. Also immer Nebenwirkungen. Ja, ist halt leider so bei den meisten Medikamenten. Deswegen bin ich da wirklich so, ich nehme nichts. Also auch bei Kopfschmerzen, das muss schon wirklich sehr, sehr schlimm sein. Also ich muss schon sehr schlimme Schmerzen haben, um Schmerzmittel zu nehmen. Also ich bin da wirklich sehr, ja, keine Ahnung. Aber ich habe das gelesen, nehme ich das nicht. Ich werde das nicht nehmen. Also da habe ich Angst. Da habe ich wirklich Angst, weil da war auch noch dann auch als nächstes noch Schlaganfallrisiko, Herzinfarktrisiko und so weiter. Nee, keine Lust auf sowas. Deswegen gerne her in die Kommentare, falls ihr Lösungen habt. Es ist immer so hilfreich. Ich finde das immer so gut, ob es hier ist oder auf Instagram, wenn ich euch was frage. Danke dafür. Es ist immer so hilfreich, auch wenn ich nicht immer schaffe, jeden zu antworten. Sorry, ich versuche mir da Mühe zu geben. Aber ja, ich danke euch auf jeden Fall, falls ihr da gute Tipps habt. Und dann werde ich dann auf jeden Fall berichten, falls jemand auch die Tipps von euch braucht. Also, ich beende auch hier das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Aktiviert auf jeden Fall die Benachrichtigungsglocke, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Das ist ja aktuell so ein bisschen durcheinander von den Zeiten her, aber ich versuche es. Ne? Wir sind jetzt im Ferienmodus, aber ich versuche hier die Videos zeitig hochzuladen. Von daher sehr, sehr gerne aktivieren die Benachrichtigungsglocke. Dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online ist. Und ansonsten freuen wir uns sehr über einen Daumen nach oben und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!